Das hier, das ist eine aktuelle PC Games, die Ausgabe 9 2025. Und das hier ist meine 24. PC Games, die ich jemals gekauft habe, die Ausgabe 9 1995. 30 Jahre dazwischen, da schauen wir doch jetzt mal gemeinsam rein. Ach, das ist doch mal wieder ein Cover zum Nostalgie-Flash bekommen. Wunderschön in grün. Und ja, damals waren sie einfach bunter und ich muss gestehen, es gefällt mir echt besser als dieses Einheitsschwarz, das man heute hat. Das war eben noch farbenfroh und riesig groß. Vorne drauf die Grafik von Formula One Grand Prix. Damals dachten wir, sowas sei fotorealistisch. Ja, 3D-Elements ist drin. 3D-Lemmings, der vierte Teil in 3D. Ob das wirklich gut gehen kann, das Ganze in 3D darzustellen, das ja, werden wir sehen. Dann natürlich Formula One Grand Prix und auf der Cover-CD-ROM Wing Commander 4, eine große Reportage, 15-minütiger Blick durch die Kameras. Schade, die CD habe ich leider nicht mehr. Das wird mich doch sehr, sehr interessieren, da nochmal reinzugucken. Aber ins Heft, da schauen wir jetzt rein. Kleine Vorschau, großartiges Spiel. Duke Nukem 3D kommt. Konkurrenz für Dark Forces, ja, das möchte ich doch wohl meinen. Anderer Stil, völlig anderes Gameplay, völlig anderes Setting. Nichtsdestotrotz einer der großen, absolut großartigen Shooter. Tja, 2 Screenshots und ein bisschen Text. Mehr gab's da noch nicht. Da war er im Anrollen, Duke Nukem, an das erinnere ich mich sehr, sehr gut. Und das schauen wir uns auf jeden Fall an, wenn da der Testbericht kommt. Und ich hab's ja nicht so wahnsinnig dicke mit Fußball, bis heute nicht. Aber die FIFA-Reihe hat mich eine ganze Zeit lang auch ziemlich gut abgeholt. Hier großer Vorschauartikel für FIFA 96. Man sieht, das Ganze wird einigermaßen dreidimensional. Es ist noch nicht wirklich voll 3D. Man sieht, die Figuren sind noch Sprites. Aber es war schon sehr beeindruckend, was da grafisch auf den Monitor kam. Und es war auch auf der Audioschiene so richtig genial. Ich meine, ab Teil 96 war dann auch die Stimme von Wolf-Dieter Poschmann mit an Bord. Oder war das schon bei FIFA 95? Ich weiß es nicht mehr. Schreibt mir doch was in die Kommentare, wenn ihr es noch wisst. Oder ich müsste einfach nachschauen, aber ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss ja ins Heft reinschauen, denn da sind noch so viele geniale Artikel drin. FIFA 96, da freue ich mich schon auf den Testbericht. Und FIFA bleibt natürlich nicht alleine. Nein, hier gibt es eine Vorschau auf weitere Hits aus dem Hause EA Sports. Need for Speed hier mit Vorschau, Grafiken auf das geniale Intro und die genialen Autos. Noch nicht viele Infos, aber Need for Speed war ja richtig genial, macht bis heute extrem viel Spaß. Ich habe es getestet, ich habe es gespielt, ihr wart dabei. Also immer noch ein Blick wert. Und hier NHL, beeindruckende Grafiken für das Intro. Allerdings Eishockey, das hat mich jetzt wirklich nie fasziniert. NHL habe ich nie selber gespielt. Ich kriege ja schon wieder einen Nostalgie-Flash, wenn ich diese Doppelseite sehe von Ascom. Schaut euch das an, was für Hardware da angeboten wird. Wow, guck mal hier unten. 3.500 D-Mark, fast 4.000 D-Mark. Und schaut mal, 1 Gigabyte Festplatte. Ey, 1995 1 Gigabyte Festplatte? Was war das denn? Das ist ja der Wahnsinn. Und dann dieser Preis. Ey, das war in jeglicher Beziehung für mich absolut außer Reichweite. Undenkbar. Nie und nimmer. Wahnsinn. Und guckt euch dieses Bild an und dann diese großen beigen Kästen. Und wir fanden sie trotzdem wunderschön. Und endlich mal eine PC Games, bei der das Cover nicht nur einen Mini-Artikel ankündigt, sondern wirklich ein großer Artikel drin ist. Hier ein riesen Vorschauartikel auf Formula One Grand Prix 2. Teil 1 ist mir deshalb ein Begriff, weil ich ganz lange überlegt habe, ob ich mir IndyCar Racing oder Formula One Grand Prix Teil 1 holen soll. Das war für mich mal ein großer Knackpunkt in meiner Spielerkarriere. Was soll ich kaufen? Und es ging eben nur eines dieser beiden Spiele. Ich muss gestehen, bei Formula One Grand Prix 2 war meine Faszination für Sportrennspiele dann schon nicht mehr ganz so groß. Das habe ich dann nicht mehr angeschaut und auch nicht mehr ausgepackt. Aber wer es ausgepackt hat, ist mein guter Freund Cäsar Commodus. Er hat mir wieder Fotos geschickt von seiner Packung. Da ist sie noch. Guckt mal. Die Packung.
mit der CD-ROM und den Kassenzettel hat er mir auch abfotografiert. Unglaublich. 69 D-Mark hat's dann nur gekostet. Das war ja ein richtiges Schnäppchen. Und da natürlich bei diesen Spielen immer dabei ein riesengroßes, dickes, fettes Handbuch mit Strategietipps, mit Beschreibung, wie man fährt und. Also die Handbücher waren ja damals dann wirklich unglaublich dick. Meine Güte, ja, herrlich. Was für ein genialer Vorschauartikel. Hier auch ein Sonderkasten über Jeff Grammond, der Entwickler hinter Formula One Grand Prix 2. Und der ist auch für andere Spiele verantwortlich gewesen. Unter anderem hier, schaut mal, Stunt Car Racer, besonders auf dem Amiga eine Legende. Habt ihr Stunt Car Racer gespielt? Wenn nicht, das müsst ihr unbedingt nachholen. Boah, was für ein Wahnsinnsspiel auf dem Amiga 500 bei meinem Kumpel. Was haben wir das gezockt? Unfassbar. Wahnsinnig genial. Legendär nicht nur der Artikel zu Formula One Grand Prix 2, nein, auch hier, guckt mal, ein Interview mit Chris Hülsbeck. Ich glaube, den kennt auch jeder, oder? Vor allem in der C64-Zeit waren die Soundtracks von Chris Hülsbeck echt genial, total fett. Also allein Terrican ist ja, ja, aus der Computerspiele-Soundtrack Historie überhaupt nicht wegzudenken. Also, der Wahnsinn. Und hier ein großer Individual mit Chris Hülsbeck, der übrigens immer noch aktiv ist. Also, wenn ihr ihn aus den Augen verloren habt, der macht immer noch aktiv Musik. Er hat auch ziemlich cool seine Turrican-Soundtracks nochmal neu aufgelegt, also richtig genial gemacht, orchestriert sogar, mit Orchester eingespielt, also kann ich euch echt nur empfehlen. Und hier 1995 ein Interview mit Chris Hülsbeck. Wow, der ist echt schon lange, lange mit dabei und hat uns echt viel geniale Musik beschert. Warcraft 1, muss ich zugeben, war für mich noch nicht so wirklich relevant. Strategie ja eher sowieso nicht mein Genre, ihr wisst, das sage ich ja immer wieder. Aber hier, Warcraft 2, The Tides of War, da ging es dann auch für mich los, dass ich es mir angeschaut habe, schon allein wegen der genialen Render-Intros, die dann irgendwann kamen. Ich meine, bei Warcraft 2 war es das erste Mal, dass mich das so richtig weggeföhnt hat und ich auch den Strategieteil echt witzig fand und mir hat es dann auch einiges an Spaß gebracht. Aber ja, da ist erst die Vorschau drin, Testbericht kommt später. Freue ich mich wie immer sehr, sehr drauf. Aber Warcraft 2 ist nicht das einzige Spiel, was hier in der Ausgabe ist. Nein, auf dem Cover steht gar nichts. Hier, guckt mal, was Spiel des Monats ist. Command and Conquer. Der Tiberium-Konflikt ist Spiel des Monats. Der Wahnsinn. Wie gesagt, Strategie nicht meins. Warcraft 2 hat mich dann fasziniert, aber Command Conquer hat mich total abgeholt. Diese Grafik, die zwar nicht SVGA war, sondern ich meine, es war sogar VGA, nicht? Das war technisch nicht unbedingt das Krasseste, aber die Zwischensequenzen, an die erinnere ich mich sehr gut. Das war einfach der Wahnsinn. Da sieht man unten ein paar, ne? Mit echten Schauspielern, GDI oder Not, je nachdem, welche Seite man gewählt hat, hat man andere Sequenzen bekommen und konnte auch die Kampagne mehrfach spielen aus verschiedenen Perspektiven. Dann natürlich der Soundtrack war damals schon genial und im Remaster ist der noch mal krasser geworden. Also, das war einfach irgendwie ein total cooles Gesamtpaket. Petra Maueröder hat damals auch geschrieben hier, dass sie von den Neuerungen, so ein bisschen mehr gesehen hätte gerne. Also, es war nicht wirklich die Revolution, aber eine ziemlich coole Evolution und einfach unfassbar genial zu spielen. Aber Schwierigkeitsgrad, das hat sie gesagt, war ein bisschen auf und ab, manchmal leicht, manchmal schwer. Daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, aber ich glaube, Command Conquer, das muss ich unbedingt demnächst mal wieder in die Hand nehmen. Jedenfalls, Spiel des Monats eindeutig verdient. Das war schon grandios. Und auch wenn Command Conquer in dieser Ausgabe Spiel des Monats geworden ist, das war mein Highlight in dieser Ausgabe. Auch davon nichts auf dem Cover zu sehen. Hier ist er, der Test zu Simon the Sorcerer 2. Oh mein Gott. Ich als Adventure-Liebhaber habe dieses Spiel gefeiert. Ich hatte eine dicke, große Packung mit T-Shirt-Beilage. Ich bin nicht sicher, ob dieses T-Shirt noch irgendwo ist, aber mal gucken, vielleicht in irgendeiner Kiste. Ich habe es bis jetzt nicht gefunden. Jedenfalls damals hatte ich die Sonderausgabe des Spiels mit T-Shirt-Beilage. Das T-Shirt war mir viel zu groß und das war mir echt
Schnurzpiep, ich habe es geliebt, ich fand es genial. Und natürlich dieses Spiel. Oh, Simon the Sorcerer 2, ein absolut geniales Adventure. Es war unfassbar umfangreich. Die Rätsel waren wahnsinnig knackig, aber eigentlich nie unfair, immer schaffbar. Es gab eine Hotspot-Anzeige. Ja, die Sprachausgabe. Habt ihr dieses Spiel mal gespielt? Die Sprachausgabe war klasse. Also richtig genial. Jeder Charakter irgendwie schrullig und ganz eigen gesprochen. Also echt klasse. Und Simon hat ja immer zu irgendwas irgendwie einen dummen Spruch parat gehabt und auch die anderen Charaktere waren einfach irgendwie, ja, einfach krass. Also die Dialoge waren herausragend, genial, spaßig, zumindest für mich. Vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ich habe es geliebt. Simon the Sorcerer 2 habe ich in wahnsinnig liebevoller Erinnerung. Es hat 90% Spielspaß bekommen, also es hätte auch das Zeug zum Spiel des Monats gehabt, würde ich sagen. Ja, ging an Command Conquer, finde ich okay, 2 geniale Spiele in einer Ausgabe. Warum nicht? Auf dem Cover groß angekündigt, hier ist der Testbericht zu Lemmings 3D. Ich bin ja tatsächlich mittlerweile der Überzeugung, dass die 3D-Spiele der 90er, also so ab 95, 96, 97, ging es ja so richtig los mit 3D. Und ich muss sagen, diese Spiele haben die Zeit oft nicht sehr gut überdauert. Hier auch, wenn man sich die Bilder vom Render-Intro anschaut, das war damals technisch beeindruckend, heute lockt's echt niemand hinter dem Ofen vor und auch hier die Spielegrafik, na ja, kann man mal so machen. Und interessanterweise sagt auch Petra Mauerröder in ihrem Statement eigentlich, dass sie von dieser 3D-Geschichte gar nicht so wahnsinnig begeistert war. Also das war immer mal wieder der Fall, dass die Testberichte sich zwar gut lasen, auch die Spielspaßwertung von 87% ist ja ganz ordentlich, aber einzelne Redakteure waren nicht vollends überzeugt, unter anderem eben Petra Mauerröder, die lief ganz oft mal mit ihrer Meinung so ein bisschen kontra. Finde ich aber auch gut, wenn man ehrlich sagt, dass einem sowas dann nicht unbedingt gefällt. Wenn man sich in die 3D-Grafik, in die 3D-Perspektive, in die Bedienung erstmal einarbeiten muss oder die einen eher am Spielen hindert, als das Ganze unterstützt, dann ist es einfach vielleicht für 3D noch nicht der richtige Zeitpunkt gewesen. Ich glaube, der Spielwitz von Lemmings hat sich im 2D-Seitansicht-Bereich einfach, ja, viel besser darstellen lassen. Tja, naja, 3D nicht unbedingt die Allheillösung. Jetzt wird's richtig nostalgisch. Hier der Testbericht zu Dungeon Master 2. Dungeon Master habe ich das erste Mal gesehen auf dem Amiga. Einer der legendären Dungeon Crawler, wo man sich Stück für Stück durch einen Dungeon arbeitet und dann Gegner erledigt. Und hier ist der zweite Teil auf dem PC. Das sind noch richtige Rollenspiellegenden gewesen. Das war teilweise ganz schön knackig schwer, ganz schön anstrengend. Manchmal, ihr wisst's, damals auch noch ohne Automapping und. Also, ja, muss gestehen, Dungeon Master 2 habe ich nicht gespielt. Wie gesagt, nur den ersten Teil. Aber als ich den Testbericht gesehen habe ich mich sofort wieder zurückerinnert an diese geniale Spieleperle auf dem Amiga 500. Ich liebe ja Adventures und Space Quest 6 hat ebenfalls ein Plätzchen in meinem Herz. Ich war nie so der Sierra-Liebhaber, muss ich gestehen. Gerade die Spiele, bei denen man in Sackgassen laufen konnte aus dem Hause Sierra, waren einfach nicht so meins. Das muss ich zugeben. Space Quest 6 aber habe ich gespielt, zumindest zeitweise, teilweise durchgespielt habe ich es leider nie. Und ich glaube, das ist ein echter Verlust, das nicht durchgespielt zu haben. Also auf jeden Fall eines der witzigen Adventures aus dem Hause Sierra mit dem tollen Space Quest Setting. Also man sieht hier Spielspaß von 86% fast an Simon the Sorcerer 2 ran. Also das war schon richtig gut. Ich muss überhaupt sagen, Mitte der 90er war eine tolle Zeit für Adventure-Liebhaber. Es war ein damals richtig großes Genre und es gab viele, viele Ableger und die Hersteller haben sich immer wieder tolle Einfälle überlegt, wie man es am Leben halten kann, wie man es in der Steuerung besser machen kann, Grafik dazu und ja, tolles Genre Mitte der 90er. Download-Content ist ein Problem der Neuzeit, da sind wir uns sicher alle einig, aber es gab auch damals schon, ja,
extra Inhalte, die extrem teuer waren. Hier das NASCAR Track Pack, also Strecken für NASCAR Racing. Und jetzt schaut mal hier drüben auf den Preis, den empfohlenen Preis des Herstellers, circa 60 D-Mark. Das ist der Preis eines Vollpreistitels heutzutage auf jeden Fall. Also rechnet's mal um, inflationsbereinigt, 60 D-Mark, da sind wir fast beim gleichen Preis in Euro heutzutage. Wahnsinn, das für ein paar Strecken. Man hat es bestimmt auch günstiger bekommen, aber UVP ist halt UVP und das war ja wow, 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 wow. Von diesem Spiel habe ich eine Menge Vorschauberichte gelesen, eine Menge Vorschauvideos gesehen, wenn es denn möglich war, mal an Videos ranzukommen, und gespielt habe ich es tatsächlich selber niemals. Last Dynasty. Ich ich weiß nicht, warum es mir so in Erinnerung geblieben ist. Ich erinnere mich überhaupt nicht an irgendwelche Details von diesem Spiel. Habt ihr das gespielt, Last Dynasty? Ich setze es manchmal so ein bisschen auf eine Schiene in meinem Kopf mit Daedalus Encounter, was ja aber, völlig anders war. Daedalus Encounter hat übrigens hier hinten, da ist dann die Werbung drauf von Daedalus Encounter, hat aber damit ja gar nichts zu tun. Also Last Dynasty, hm, ich weiß es einfach nicht mehr. Es ist so lange her. Hat's einer von euch gespielt? Ich muss gestehen, Creature Shock hat mich damals noch extrem mitgenommen, und dann waren auch irgendwann diese interaktiven CD-ROM-Spiele für mich einfach durch, und ich meine, Last Dynasty war auf dieser Schiene, aber ich weiß es einfach nicht mehr. Und wir schauen natürlich auch wieder auf die Lesercharts, solange es sie noch gibt. Demnächst wird es nur noch Verkaufscharts geben. Hier sind noch Lesercharts drin. Was haben wir hier? Auf Platz 1 Wing Commander 3 im 7. Monat. Ja, das war erfolgreich, das blieb erfolgreich. Dann Siberia auf Platz 2, okay. Dark Forces, dann Theme Park, Bing, Sim Tower, Colonization, Jacked Alliance, King's Quest 7, Bundesliga-Manager Hedrick, Vollgas ist neu dabei, Vormonat neu, nee, war Vormonat neu, Civilization, Descent, Flight Unlimited, Alone in the Dark, Ecstatica, dann haben wir Aladdin, Lion King, Die Siedler, Sam und Max, Little Big Adventure ist immer noch dabei, Aces of the Deep, NASCAR Racing Anstoß, Cool Spot, Legend of Carandia 3, Wing Commander Armada soll das wohl sein, FIFA Soccer, Bioforge und auf dem letzten Platz aktuell die Höhlenwelt. Also ganz ehrlich, ich habe es beim letzten Mal auch schon gesagt, wenn man diese Reihe an Spielen einfach nochmal durchzockt, hat man ein geniales Querschnittserlebnis durch die 90er. Und natürlich schaue ich auch wieder in die Leserbrief-Section unseres geliebten Rainer Rossi. Rossiet, ihr wisst, ich lasse mir das nicht nehmen. Ich habe mal wieder einen ausgesucht, diesmal einen nicht ganz so witzigen, aber doch eher informativ kombiniert witzigen Brief. Und ich finde es ja immer wieder schön bei Rainer, dass er genauso antwortet, wie die Leute ihn anschreiben. Nämlich brutal und mausig. Hi Rainer, ich finde die PC Games super, also verändert sie nicht oder nicht so viel. Jetzt habe ich doch geschleimt, aber nun zu meinen Fragen. Erstens, wollt ihr, dass man eure Cover-CD nicht mehr kaufen darf? Anders könnte ich mir es nicht erklären, dass ein Shareware-Spiel wie Tower Assault darauf erscheint. Es ist schlicht und einfach zu brutal. Ha. Zweitens, beantwortest du auch die Briefe für die Amiga Games oder habt ihr den gleichen Schreibstil? Drittens, meine Maus mag eure CD-Benutzeroberfläche nicht. Was könnte ich tun? Viertens, könntet ihr nicht mal ein paar Schriften für Windows über den Datenträger schieben? Fünftens, bist du auch der Meinung, ich sollte aufhören? Und dann natürlich Rainer in seiner unnachahmlichen Art, er hat ernste Fragen bekommen, also antwortet er auch mehr oder weniger ernsthaft. Erstens, bei Tower Assault handelt es sich nicht um ein Shareware-Spiel, sondern um das Demo einer kommerziellen Produktes, das inzwischen die Regale der Händler ziert. Die BBJS hat bisher keine Einwände erhoben. Da die Geschmäcker verschieden sind, gab es sehr viele, denen die Demo, ich weiß nicht, das Demo gefallen hat. Wenn du eine diesbezügliche Abneigung hast, zwingt dich niemand, dieses Demo zu spielen, Entschuldigung, oder das Produkt zu kaufen. Ist ein freies Land hier. Aber du solltest auch anderen das Recht zugestehen, so ein Spiel zu mögen. Ich bin mir sicher, dass von diesem Personenkreis keine Gefahr für deine Gesundheit ausgeht. Hatten wir dieses Thema nicht schon ein bisschen sehr oft? Zweitens, nein, der Typ von der Amiga Games hat nur zufällig einen ähnlichen Schreibstil, denselben Namen und arbeitet natürlich auch zufällig ebenso bei uns im Verlag. Drittens, fast hätte ich den dummen Witz mit Würzen gemacht, aber du hast eine ernsthafte Antwort verdient.
Dieses Problem wurde mir schon verschiedentlich von Lesern zugetragen. Lade einfach zuerst den VESA-Treiber, danach erst den Maustreiber, damit wäre das Dilemma behoben. Den VESA-Treiber zuerst, ihr wisst, was ich meine. Viertens, da wir eine reine Spielezeitschrift sind, haben wir damit eigentlich recht wenig am Hut und zudem kannst du tausende davon auf diversen Shareware-CDs finden. Ja, mal die Schriften, ne? Und die Antwort auf fünftens ist unbedingt. Tja, so war er. Unser Rainer Rossi. Rossi, ich liebe diese Leserbriefe, ich lese immer noch gern drin rum und es ist einfach eine schöne Erinnerung. Lieber Rainer, wenn du das hier oder eines meiner anderen Videos siehst, wir vermissen das total. Wir freuen uns immer wieder an diese Zeit mit dir zurückzudenken. Schöne Grüße. Heute ist die Unreal Engine in aller Munde. Damals waren es so erste Gehversuche wie das Pi Game Creation System. Der Versuch, eine Engine zu schaffen, mit der jeder ein Spiel entwickeln kann. Ich erinnere mich nicht wirklich an Spiele, die mit diesem Game Creation System entstanden sind, und ich erinnere mich auch kaum an diese Engine, an diesen Gehversuch in, ja, Spieleerstellung. Ich weiß, einer in meinem Bekanntenkreis hatte das, aber das ging dann auch über erste Gehversuche eigentlich nie raus. Also, da kam nie was wirklich Spielbares bei raus. Vielleicht konnte man das, kann ich nicht beurteilen. Vielleicht war es aber einfach auch nur der Versuch, den leichtgläubigen Spielern, die gerne mal ein Spiel selber entwickeln würden, ein bisschen Geld abzuknöpfen. Ich weiß es nicht. Pi Game Creation System. Hat das einer von euch mal in der Hand gehabt oder was damit entwickelt? Das würde mich dann doch interessieren. Schreibt's mir einfach mal in die Kommentare. Und Hardware aus dieser Zeit ist ja auch immer ein bisschen kurios, weil erstens war sie natürlich noch nicht so ausgefeilt, optisch, wie man das heute kennt. Und zweitens waren ja auch immer mal wieder witzige Versuche mit dabei, wie man denn ein Spiel steuern könnte. Und hier sind einfach wahnsinnig tolle verschiedene Eingabegeräte dargestellt. Hier Virtual Pilot Pro, meine Güte, die ersten Lenkräder mit Pedale, GeForce. Dann hier unten einige verschiedene Gamepads und eine ganze Reihe von Joysticks. Und gerade die Joysticks der damaligen Zeit sahen ja wirklich kurios aus, ganz ehrlich. Ja, hatte so seinen eigenen Charme, wenn man es sich so anschaut, aber es war, also manche waren ja auch richtig gut. Ich habe ja selber den Mach 2 von CH Products, der wirklich nicht gut aussieht, sehr ungewöhnlich, sich aber echt gut nutzen ließ und ich ja bis heute immer noch die Spiele damit gern spiele. Für mich war zu dieser Zeit Netzwerk-Gaming ja völlig undenkbar und ich hatte auch überhaupt keinen Begriff davon, was da geht. Hier ein Testbericht zu CivNet, also Civilization per Netz, oder ich habe es richtig verstanden, auch über Internet, also das, was man eben damals so drunter verstand. Das war, wie gesagt, für mich noch überhaupt kein Begriff. Was ist denn das, dieses Internet? Keine Ahnung. Aber wir hatten weder die technischen Möglichkeiten zu Hause, noch hätte mir irgendjemand dafür die technischen Möglichkeiten schaffen können oder wollen. Insofern ist mir diese faszinierende Erstkontakt-Welt der Internet-Connections echt entgangen. Aber es scheint beeindruckend gewesen zu sein, mit echten Menschen zu spielen über eine Verbindung. Ja, wir wissen alle, wie genial die LAN-Partys waren. Da, hier hat's angefangen. CivNet, echt Wahnsinn. Hab ich damals nichts davon mitbekommen, gar nichts. Wir schauen in die Coming-Up-Section. Womit geht's beim nächsten Mal weiter? Schatten des Imperiums. Battle Isle 3 wirft seine Schatten voraus. Wow, Battle Isle, geniale, legendäre Serie. Dann Dime City, sagt mir gar nichts. Deutschland, deine Spielehersteller. Also es geht um die deutschen Software-Studios und Fade to Black. Auch ein großer Forscherbericht und ich meine, da wurde nie was draus, oder? Da war das nicht der Ekstatica-Nachfolger, der nie rauskam? Das werden wir in der nächsten Ausgabe dann erfahren. Da ist sie schon, die Ausgabe 1095 und ihr seht, das wird eine richtig fette Ausgabe. The Dick ist drin, Rebel Assault 2 ist drin, Ascendancy ist drin, dann natürlich Demos von Simon the Sorcerer 2, Magic Carpet 2, Pole Position, Need for Speed und dann dieses geniale Cover mit diesem Star Wars Motiv. Also, oh, ich lieb's einfach. 95, 96, 97, glaube ich, das waren die genialsten Jahre überhaupt in den 90ern und dann wurde es eigentlich
Danach eher noch besser. Also 90er einfach fett. Fett, fett. Geniale Spiele, geniale Hefte. Danke fürs Zuschauen. Es wäre toll, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn ich in eines dieser Hefte reinschaue oder mir wieder eines der alten Spiele vornehme. Bis dahin, habt Spaß, zockt ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht auf diesem Kanal demnächst wieder.